Willkommen zum zweiten Teil meiner Platinenerstellung. In diesem Teil seht ihr den Vergleich der drei Fräsmethoden: 3D-Konturfräsen, 2D-Konturfräsen und Projizieren. Ich zeige euch die wichtigsten Einstellungen bei diesen Fräsmethoden. Außerdem werde ich euch noch einen Surface Scan zeigen. Also wenn eine Platine sehr uneben ist, muss man die Oberfläche abtasten und später die Leiterbahn auf einer korrigierten Oberfläche fräsen. Als Bonus bekommt ihr von mir noch ein Skript, das ich in Fusion geschrieben habe. Mit Hilfe des Skriptes kann man aus dem Oberflächenscan einen Körper mit wenigen Klicks in Fusion erstellen. Am Ende des Videos seht ihr dann noch, was notwendig ist, wenn man die Platine zum Beispiel in China fertigen lassen möchte. Ich habe das dann bei JLC PCB eingestellt und auch dort fertigen lassen. Dann können wir uns auch nochmal die Unterschiede von der eigen erstellten Platine zur gekauften Platine anschauen und über Sinn und Unsinn des Platinenfräsens philosophieren. Das 2D-Konturfräsen findet ihr hier oben und wir fangen auch gleich mal mit dem größten Problem an bei dem 2D-Konturfräsen. Das ist nämlich die Auswahl. Also ich bin jetzt hier oben auf dem Reiter von der Auswahl. Ihr müsst jede Bahn einzeln anwählen und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die richtige trifft. Also ich könnte ja hier oben anwählen oder unten. Das heißt, ich muss gucken, dass ich wirklich die richtige Bahn treffe. Und das kann schon recht aufwendig sein. Selbst bei dieser kleinen Platine ist das schon ein bisschen Arbeit. Ich lasse es jetzt gerade mal dabei. Und wir können es uns mal anschauen, wenn wir es fräsen würden, was passieren würde. Wir gucken mal ein bisschen genauer rein. Wenn ihr jetzt seht, ist hier sogar ein kleines Aufmaß. Das heißt, das Kupfer ist jetzt breiter. Das ist dann wieder ein Vorteil. Das heißt, ihr könnt hinterher noch den Abstand ein bisschen einstellen, dass ihr eventuell noch ein bisschen mehr Kupfer habt, wenn es die Platine hergibt. Also von der Einstellmöglichkeit ist es schon noch ein bisschen besser als das 3D-Konturfräsen, wo ja auf einmal mit einem Klick alles ausgewählt wurde. Wir hatten keine Arbeit bei der Auswahl, hatten aber hinterher auch keine großen Einstellmöglichkeiten. Beim 2D-Konturfräsen könnte man auch eine Kontur weglassen. Auch das geht ja beim 3D-Konturfräsen nicht. Schauen wir uns mal kurz an, wo dieses radiale Aufmaß eingestellt wird. Das macht er hier unter diesem Reiter und dann gibt es hier unten die Option radiales Aufmaß. Und ich habe jetzt einfach mal 500 Aufmaß gesetzt. Dann gehen wir gerade nochmal die Einstellungen von dem 2D-Konturfräsen durch. Bei meiner zweiten Platine habe ich einen bisschen größeren Fräser genommen. Also der hat jetzt eine Spitze von 0,5 mm, Vorschub pro Zahn bei 500 mm. Koordinatensystem liegt hier hinten in der Ecke. Hier habe ich die Konturen ausgewählt. Habe natürlich noch nicht alle ausgewählt. Bei den Höhen ist es wichtig, dass ihr die Endhöhe so wählt, wie die Kontur ist, die ihr ausgewählt habt. Also ich habe hier immer die Unterkante von dem Kupfer ausgewählt und bis dahin wird dann auch runtergefräst. Bei dem Reiter konnten wir jetzt, wenn man wollte, noch ein Aufmaß drauf geben, damit die Bahn ein bisschen breiter wird. Und auch hier diese ganzen Kupferpads, dass die ein bisschen breiter werden. Und bei dem letzten habe ich gar nichts mehr eingestellt. Dann können wir uns jetzt die Fertigung meiner zweiten Platine anschauen. So, mit meiner Kamera hole ich mir jetzt erstmal die Höhe und dann den XY-Punkt, den Nullpunkt. Ich fahre jetzt halt einfach mal runter, solange bis die LED ausgeht. So, jetzt im Hundertstelbereich wieder hoch. So, und da ist der Nullpunkt. Jetzt kann ich mit der Optik anfangen, die Ecke zu holen. Zur Kontrolle fahre ich jetzt die Leiterplatine noch mal kurz ab. Guck mal, wie viel Höhenunterschied wir jetzt auf der Leiterplatine haben.
Ja, hier vorne geht es ein bisschen hoch, das sind fast 4 Hundertstel. Ja, ungefähr 4 Hundertstel Differenz, aber das müsste reichen. Ich bohre mit einem 0,8 mm diamantverzahnten Fräser. Mit diesem Fräser bekommt man sehr schöne Bohrungen, die sehr scharfkantig sind. Ich bohre auch nur bis zur Mitte, damit ich die andere Seite auch noch bohren kann und da ein bisschen Material hinter habe, so dass es auch auf der anderen Seite, auf der zweiten Seite, scharfkantige Bohrungen gibt. Die Platine klebe ich für die zweite Bearbeitungsseite auch mit der Blu-Tape-Methode auf, ohne da irgendwas auszurichten. Dafür verwende ich jetzt die Kamera. Ich hole mir mit der Kamera 2 Punkte auf einer Gerade und noch einen anderen Punkt auf der Y-Achse, mit dem ich dann eine senkrechte Gerade bilde, die die erste Gerade schneidet. Damit habe ich zum einen meinen Winkel und zum anderen auch meinen Nullpunkt. Also es ist vollkommen egal, ob ich beim Aufkleben die Platine genau zum Koordinatensystem ausgerichtet aufklebe oder leicht verschoben. In diesem Fall habe ich recht gut geklebt. Es sind ungefähr 0,307 Grad, die Platine im Winkel verdreht ist. Diese Winkelverdrehung gleicht dann mein G68 aus. So, die Platine ist fertig. Jetzt können wir sie lösen. Und hier ein bisschen drehen und dann geht es irgendwann ab. So, da ist das gute Stück. Kommen wir jetzt noch zur Fräsmethode Projizieren. Die würde ich dann anwenden, wenn eine Platine nicht ganz gleich in der Dicke ist. Also ich hatte eine gehabt, da waren es ungefähr 0,15 mm Dickenunterschied. Und wenn du nur ein Zehntel reinfräst, ist es natürlich klar, dass das nicht komplett funktioniert. Da habe ich es jetzt so gemacht, dass ich die Oberfläche abgetastet habe und dann auf diese abgetastete Oberfläche die Bahn fräse. Und damit ist es dann egal, ob die Platine nicht ganz eben ist. Die Höhenunterschiede werden dann ausgeglichen. Das Verfahren, was ich euch zeige, kann man natürlich auch sehr schön nehmen fürs Gravieren auf Holz oder Metall, das eine Freiformoberfläche hat. Ich hatte schon mal ein Video mit einer Gravur auf einer Microsoft-Maus gemacht. Das findet ihr auch bei mir. Hier im Fusion habe ich jetzt schon die Oberfläche, die krumm ist. Das sieht man natürlich nicht, weil das sind ja nur 1, 2 Zehntel Höhenunterschied. Deshalb sieht man das hier im Modell nicht so. Aber das soll im Prinzip jetzt die neue Platine darstellen und das ist die Oberfläche, auf der gefräst wird.
Und wie ich das jetzt hier reinbekomme, das zeige ich euch jetzt. Ja, wir befinden uns jetzt in dem Surface Scan. Das ist eine Maske, die habe ich selbst erstellt innerhalb von SimCNC. Und dahinter liegen ein paar Python-Skripte, die für mich das Abtasten der Oberfläche erledigen. Das hatte ich schon mal im Video gezeigt. Wenn das jemand interessiert, ich verlinke es mal in der Videobeschreibung. So, für die Platine brauche ich jetzt in X ungefähr 70 mm, die ich abtaste. In Y mache ich 65 mm. In X gibt es keine großen Abweichungen, deswegen werde ich da nur 5 Punkte wählen. Ja, in Y werde ich jetzt mal 20 nehmen. Die Vorschübe sind eingestellt. Und ich kann jetzt mit dem Button einen G-Code erzeugen. Der wird dann gleich hier drüben geladen. Also ich klicke mal drauf. So, jetzt ist der G-Code da. Der alte wurde ersetzt. Und jetzt kann ich mit dem G-Code das Abtasten starten. So, dann lassen wir das Programm mal rennen. Man sieht hier als letzten Wert immer den Z-Wert. Der wird sich immer leicht verändern. Also X, Y, Z-Wert. Hier oben kann man natürlich auch schön sehen, wie weit die Probe immer in Z ins Minus fährt. Ja, und aus diesen Punkten werde ich nachher in Fusion Splines machen, also Splines eine Fläche und das Ganze dann zum 3D-Objekt extrudieren. Dafür habe ich auch ein Skript geschrieben, also das wird alles voll automatisiert dann in Volumenkörper umgewandelt. Den Vorschub in Z habe ich jetzt noch ein bisschen übersteuert. Da steht 50, das war zu wenig. Ich denke mal 200 bis 300 wäre da der bessere Wert gewesen. So, damit ist der Oberflächenscan fertig. Die Punkte müssen jetzt in der Textdatei vorkommen. Ja, da sind jetzt die Punkte. Also pro Zeile haben wir dann diese 20 Werte. Insgesamt haben wir 5 Zeilen. Die werden immer durch dieses Create Spline getrennt. Und mit den Werten kann ich jetzt ins Fusion gehen. Die Punkte aus dem Oberflächenscan, die hole ich mir jetzt erstmal nach Fusion rein. Mit Shift und S kommt ihr zu den Skripten. Und ich habe hier 2 Versionen, das ist die ältere Version, das ist die neuere Version. Ja, ich kann noch mal kurz reingucken mit euch. Ich habe das aber in einem anderen Video, wo ich die Maus graviere, schon eigentlich ziemlich ausführlich erklärt. Hier oben drüber steht eigentlich noch, was passiert, in welchem Ablauf jetzt dieser Volumenkörper erstellt wird. Gehen wir mal einfach rein. Es gibt am Anfang eine Box, da kann ich auswählen, wie viel Material im Prinzip unter unserem Scan liegen soll. Also ich kann das ja, was weiß ich, beliebig hoch machen. Bei negativen Werten wird von der Fläche nach unten im Körper erzeugt und bei positiven Werten wird von der Fläche nach oben, also im Prinzip das Gegenstück, erzeugt. Ja, hier gibt es so ein Eingabefenster, wo man halt eben die Dateien auswählen kann, oder die Datei, wo die Punkte drin sind. Dann werden die Punkte verarbeitet. Aus den Punkten werden zuerst Splines gemacht. Dann, wenn ich die Splines habe, dann werden aus den Splines eine Fläche gemacht über ein Loft. Und dann wird hier eine Konstruktionsebene angelegt. Und auf dieser Konstruktionsebene wird über die 4 Eckpunkte ein Rechteck gezeichnet. Und dieses Rechteck extrudieren wir dann zu einem neuen Körper. Hier hinten steht das New Body. Zum neuen Körper. Und von dem Rechteck extrudieren wir einfach bis auf die gescannte Oberfläche.
Ja, das ist so der Ablauf von diesem Skript. Wir können es mal wieder zumachen. Also ich drücke jetzt auf den Play-Button. Dann sagt er, wie viel Material soll unter der Oberfläche sein. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht 5 mm. So, jetzt will er wissen, wo die CSV-Datei ist. Und hier sagt er jetzt schon, dass er die Punkte importiert hat. 100 Punkte sind es. In der X-Achse sind 70 mm, in der Y-Achse 65, das ist die Mitte, 5 Rows und 20 Spalten. So, das sieht jetzt irgendwie noch nicht so richtig spektakulär aus, weil die Unterschiede ja sehr gering sind. Ich zeichne vielleicht mal ein Rechteck drauf. Ich glaube, jetzt habe ich es gerade von der falschen Seite. So müsste man sich es vorstellen. Ja. Ich zeichne vielleicht mal ein Rechteck drauf, dass man die Unterschiede in der Höhe überhaupt sieht. Ich gehe mal hier hin und mache mal von da nach da irgendwie ein Rechteck. So, und jetzt sieht man schon, dass die Platine nach hier vorne abfällt. Das sind die einzelnen Messpunkte hier. Und man sieht schön, dass sie nach hier sehr stark abfällt. Oben im oberen Bereich hat sie diesen Fehler nicht. Die Skizze kann ich jetzt aber auch wieder löschen, die brauche ich nicht mehr. So, diesen Körper kann ich mir jetzt in meine Fusion Electronics Zeichnung reinholen. Und dann können wir darauf die Leiterbahnen projizieren und die dann fräsen, aber diesmal halt eben mit einem Unterschied in Z, also mit Höhenunterschieden in Z. Den zuvor erstellten Körper aus dem Surface Scan, also hier oben diese Platte, die habe ich einfach hier rüber gezogen in mein Fusion Electronics. Wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber es funktioniert. Dann kommt hier unter Model, seht ihr, gibt es hier jetzt diesen Körper. Da habe ich den Körper drin und hier habe ich jetzt die Oberfläche von der Platine. Im Setup muss ich ein Rohteil anlegen und da kann ich keinen Freiformflächenkörper anlegen, sondern ich kann hier so einen Quader anlegen und deswegen habe ich jetzt hier was angelegt, was hier oben einfach noch ein bisschen Material hat. Und im nächsten Schritt räumen wir dann hier durch einen Kugelkopffräser einfach die Oberfläche frei. Und nach diesem Fräsvorgang haben wir dann die Fläche so, wie sie bei der Platine ist. So, jetzt haben wir die Oberfläche, die wir brauchen und jetzt können wir mit Projizieren beginnen. Ich gehe mal kurz rein ins Projizieren. Ich habe natürlich ein Werkzeug ausgewählt, hier wieder den Stichel mit einer Spitze unten von 0,2 mm. Ich muss einen Nullpunkt setzen und ich kann jetzt die Bahnen auswählen. Ihr seht hier unten, ich habe hier einfach da Bahnen ausgewählt. Ich kann vielleicht nur eine hinzunehmen, die könnte ich noch hinzunehmen. Das ist das, was ich beim Auswahlfenster machen muss. Mehr muss ich da nicht machen. Bei den Höhen muss ich eigentlich auch nichts einstellen. Was jetzt wichtig ist, dass ihr bei axialen Versatz die Tiefe angebt, die ihr in die Oberfläche reinfräsen wollt. Ich will 1/10 mm reinfräsen, also minus 0,1. Das ist ein wichtiger Wert. Ja, das war es auch schon. Jetzt können wir uns die Simulation anschauen. Ich gehe vielleicht hier auch mal auf die Information. Hier seht ihr gleich, dass die Bahn gefräst wird und nicht in einer Z-Ebene, sondern der Z-Wert wird sich ändern. Da gibt es immer leichte Änderungen im Z-Wert. Der passt sich an die Oberfläche an. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn die Oberfläche deutlich krummer ist. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Die Punkte für diesen Körper habe ich hier einfach per Hand eingetragen.
Das werde ich auch unten in die Videobeschreibung legen. Vielleicht hat ja einer mal Lust, das Skript, was ich in Fusion geschrieben habe, zu testen. Also das wäre jetzt der erste Spline, also hier vorne dieser Spline. Ihr seht, der erste Z-Wert wäre bei +2, der nächste geht ein bisschen runter, -2, hinten sind wir bei 0, das wäre also dieser Spline, dann kommt der nächste Spline. Die Splines werden getrennt entweder durch ein Leerzeichen oder durch den String createSpline. Das wäre jetzt der zweite Spline, bei -1 fängt er an, dann ist der Punkt bei Z1 und hinten ist der bei Z2 und so weiter. Also aus dieser Datei habe ich jetzt diesen Freiformkörper erstellt, nur um zu zeigen, dass das Gravieren natürlich auch auf einer deutlich gebogener Oberfläche auch noch gut funktioniert. Damit ich zunächst erstmal wieder die Oberfläche bekomme, werde ich wieder einfach einen Planfräsen machen mit einem Kugelkopffräser, der hier die Oberfläche herstellt. Und im nächsten Schritt ist es dann das Projizieren. Ich habe mir von der Platine schon die Bahnen hoch projiziert, also von hier sind die Bahnen schon hoch projiziert und man kann es auch jetzt nochmal in der Simulation laufen lassen. Dann werdet ihr sehen, dass da ordentliche Änderungen im Z-Wertbereich sind. Und hier seht ihr schon, wie der Z-Wert deutlich hoch und runter geht. Und so ist es halt eben auch möglich, auf einer sehr unebenen Oberfläche eine saubere Gravur mit gleichmäßiger Tiefe anzubringen. Wenn man eine unebene Platine hat, muss man natürlich sagen, dass der Aufwand dann schon wirklich sehr, sehr groß wird. Und da kommen wir jetzt noch zu dem letzten Punkt. Ist es überhaupt sinnvoll, Platinen zu fräsen? Oder ist es doch deutlich besser und einfacher, die Platinen einfach bei einem Chinesen zu bestellen? Die zur Fertigung benötigten Dateien könnt ihr euch von Fusion erstellen lassen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich mache jetzt mal das Ganze mit einer Gerber-Datei. Also hier habt ihr jetzt Gerber. Könnt ihr euch auch die einzelnen Lagen nochmal anschauen, ob das alles passt. Und dann geht ihr hier oben als ZIP-Datei und speichert das Ganze ab. Mit dieser ZIP-Datei könnt ihr dann zu dem Fertiger gehen. Ich habe es bei JLC PCB fertigen lassen. Die von Fusion erstellte ZIP-Datei könnt ihr jetzt einfach per Drag and Drop hier reinziehen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe es ja schon fertigen lassen. Ja, und dann muss man hier eigentlich gar nicht mehr viel einstellen. Ich glaube, ich habe gar nichts eingestellt. Habe den Auftrag abgeschickt und die Platine wird innerhalb von 2 Tagen gefertigt. Bei mir hat es aber recht lange gedauert, also insgesamt 15 Tage gedauert, weil die Platine recht lange in Leipzig beim Zoll lag. Am 10.3. abends spät hatte ich die Platine bestellt. Am 14.3. ist sie in den Versand gegangen und am 16.3. war sie in Leipzig. Und jetzt könnt ihr mal gucken, da ist sie erst am 24. rausgegangen. Ja, also in Leipzig hat es dann doch schon eine ganze Weile gedauert. Jetzt stellt sich noch die Frage, macht es überhaupt Sinn, Platinen selbst zu fräsen? Unter finanziellen Gesichtspunkten auf keinen Fall. Für die 5 Platinen habe ich genau 1,81 Euro bezahlt. Ich habe keine Ahnung, wie man das für diesen Preis produzieren kann. Dann kommt noch der Versand von ca. 5 Euro und Zoll drauf, sodass ich letztendlich bei 8,10 Euro gelandet bin, was ich immer noch super günstig finde. Also für diesen Preis bekommt man gerade einen Stichelfräser. Wenn man es selbst macht, braucht man natürlich auch noch Lötlack. Wenn durchkontaktiert werden muss, braucht man noch Hülsen, was auch nochmal sehr zeitaufwendig ist und Geld kostet. Wenn ich es auf die Qualität beziehe, muss ich auch sagen, dass die Platine von JLC PCB deutlich besser ist oder deutlich besser ausschaut als die selbstgefräste. Ja, und auch zeitlich gesehen ist es natürlich weniger Aufwand, eine ZIP-Datei zum Chinesen zu schicken, als das Ding selbst zu fertigen. Sinn macht das eigentlich nur, wenn man Lust hat, mal was Neues auszuprobieren oder wenn man die Platine
extrem schnell benötigt und wenn nicht durchkontaktiert werden muss. Mein Fazit: Ich habe es nicht bereut, mich mit dem Thema Platinenfräsen zu beschäftigen. Ich habe einiges gelernt und es hat auch Spaß gemacht. In Zukunft werde ich aber eher bei JLC PCB bestellen. So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.